Schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich habe heute eine farbige Strukturmasse. Sieht so ein bisschen aus wie die Erde von dem Video, wo ich da eine Masse aus der Erde hergestellt habe. Jetzt auch gut passen können. Ja, und ich bin heute sehr in Landschaft. Denn ihr wisst, ich war ja 6 Wochen in Neuseeland. Und ja, die Landschaft ist heute mal mein Thema. Und das will ich heute eben auch auf die Leinwand bringen. Ich baue mir jetzt erstmal gerade eine Fläche, wo ich drauf ausprobieren kann. Also ich will mit dem Relief arbeiten, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Ja, mit der Masse probiere ich jetzt hier schon rum. Und ja, ich habe viele Hügel gesehen, viele Straßen, viele Felder, viele Zäune. Also das ist so die Landschaft, die mich gerade so festhält. Und mal gucken, wie das hier heute wird. Ich habe also auch ein bisschen skizziert und das mache ich jetzt hier einfach nochmal. Also ich bringe erstmal so meine Skizze hier auf die Masse. Da waren viele Hügel, viele Bäume, also viel Forstwirtschaft, Landwirtschaft und immer wieder vereinzelt Häuser, wenn man so durch Neuseeland gefahren ist. Ich brauche jetzt hier erstmal so eine Richtung, wo ich mich auch selber dran orientieren kann. Auf der einen Seite habe ich sowas wie ein fertiges Bild im Kopf und auf der anderen Seite kann ich es nicht genau greifen und will das einfach loswerden. Jetzt ein bisschen Zeit zum Trocknen und ich habe hier meine Palettenmesser, Pinsel, Farben, alles was ich jetzt weiter brauche. Hier ist es noch ein bisschen nass, ist ein bisschen dunkler. Also ich hoffe einfach, dass das hält. Und mache jetzt einfach weiter. Mich auch eine Frage, wie kriege ich jetzt das, was ich im Kopf habe, überhaupt erstmal raus auf die Leinwand? Deswegen probiere ich hier mal gucken. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich habe so ein Bild im Kopf und das lässt mich irgendwie nicht los und deswegen mache ich das jetzt. Ja, es trägt mich noch nicht. Das ist noch zu hell. Also einfach noch ein bisschen dunkel dazu und so entsteht Tiefe ganz von alleine, finde ich. Also da muss man nicht viel machen. Das sieht gut aus. Es ist jetzt so ein bisschen Zwiespalt, weil das mag ich natürlich und da kann ich ja super gerne jetzt hier komplett gegenstandslos drauf weiterarbeiten. Aber jetzt bringe ich erstmal ein bisschen Sonne auf die Fläche. Ja, die Farbe bringt hier schon gleich ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Licht und Wärme. Bisschen Schnee dazu. Jetzt bin ich hier wieder gerade in Hannover angekommen. Also ja, so kann die Malerei einen leiten, merke ich gerade. Ja, jetzt merke ich, werde ich hier sehr flächig und das ist genau das, was ich im Kopf habe. Diese Flächen, die Fläche als Ausdruck und das ist so das, was ich auch gerne wieder löse, weil mir das nämlich gleich viel zu flächig ist. Das ist nicht so meine Sprache. Ja, Fläche merke ich immer wieder. Das ist eine schöne Sprache, aber so deutlich abgegrenzt will ich sie gerade nicht. Deswegen muss ich es einfach nochmal wieder ein bisschen reduzieren. Ja,
Das fühlt sich besser an. Also neuer Versuch. Ich gucke mal. Hier setze ich jetzt mal diese schöne rote Erde hin. Also ich habe so viele schöne Erden gesehen und auch in Kombination mit Türkis. Das ist wirklich das Highlight. Also die Seen dort sind oftmals sehr türkis. Ja, es ist alles wieder sehr getrennt und sehr flächig. Und jetzt lasse ich es nochmal fließen, also auch die Farbe richtig fließen lassen. Dann kommt nochmal eine andere Bewegung rein. Und ich kann es nochmal mit einem Palettenmesser ein bisschen verstreichen hier. Ja, für mich ist es immer befreiend, mich von diesen festen Formen zu lösen. Aber ein bisschen Tiefe fehlt mir dann fehlt mir wieder die Form. Also ich suche und finde jedes Mal was. Und manchmal ist es aber auch beengt. Also dann fühlt man so sehr diese Enge in der Form, also was für eine Kraft die Formen haben. Das merkt man eben, wenn man damit arbeitet. Und ja, ich versuche so eine Mischung hinzukriegen. Also irgendwo die Leichtigkeit will ich sehen und die Weite, aber trotzdem auch die Form, also sehr unterschiedlich. Ich will. Ich merke das hier, wie sehr es mich doch zieht und ich muss das jetzt hier machen irgendwie. Also auch die Häuser hier hinsetzen. Ich habe eine Idee. Schau mal. Hier sind Landschaftsskizzen mit drin. Ja, das ist ungefähr hier das, was ich mit dem ich mich immer wieder auseinandergesetzt habe dort. Also diese Landschaft. Ja, man kann jetzt natürlich hier ganz, ganz viele Schafe drauf zeichnen. Und das Schöne ist, man muss sie nicht in der Größe malen, so wie man das jetzt machen müsste. Also hier ist wieder die Freiheit, die du dir wieder nehmen kannst, das Schaf so groß zu malen, wie du einfach willst. Und ich probiere das jetzt hier einfach mal, weil es auch diese Schafe, ich habe auch so viele Schafe gesehen. So, jetzt habe ich das, was ich im Kopf habe. Jetzt ist es endlich da, tatsächlich so irgendwie, wie ich das gefühlt habe. Und das kann ich jetzt endlich übermalen, weil das engt mich total ein. Aber deswegen musste es auch auf die Leinwand. Also ich musste das endlich loswerden, dieses Bild. Und ja, es befreit mich gerade. Auch nochmal wieder laufen lassen, gucken, ob ich das Schaf doch noch sehen will, aber es ist ja da. Also auch wenn man es jetzt nicht mehr sieht, es ist ja trotzdem noch da. Ja, hier ist es sogar noch. So kann ich es jetzt ganz
entspannt stehen lassen. Also ich kann jetzt aus dem Prozess rausgehen, weil ich mich total erleichtert fühle. Ich habe mich durchgeackert, habe mit den Formen gearbeitet, mit der Fläche gearbeitet und ja, wollte immer wieder die Fläche lösen und dann hatte sie mich aber wieder gefangen genommen und da merkt man erst, wie sehr Fläche, Farbe, Form einen ja, leiten können, festhalten können. Man spürt dann auch, wie einen das einengt und da war so der Prozess eben ganz hilfreich, immer wieder das zu lösen und trotzdem merkte ich, wie sehr es doch im Kopf hängt. Also das war ein schöner, befreiender Prozess und jetzt bist du dran. Guck einfach, was dich anspricht und dann lass das mal den Weg auf die Leinwand finden oder aufs Papier. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Tschüss! Das Thema Tiefe oder auch Fläche finde ich immer spannend und mal sehen, vielleicht schreibe ich noch mal was in den Kunstblog oder in den Denkraum. Mal schauen, wenn dich das interessiert, schau einfach unter das Video. Da findest du dann immer Links. Also in die Kommentare pinne ich das dann meistens. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Geh noch mal raus an die frische Luft oder gleich an die Leinwand. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank natürlich für dein Like und dein Abo. Ich freue mich, dass diese Gemeinschaft immer weiter wächst und wir hier so eine wunderbare, wertschätzende Community geschaffen haben. Ich freue mich immer so sehr über unseren Chat. Ich sitze dann meistens mit meinem Kaffee, mit einem Grinsen und ja, es ist einfach schön. Also danke, dass du das hier mitgestaltest und mich dabei unterstützt. Mach's gut. Tschüss.